Seit knapp 2 Jahren lebe ich jetzt allein mit meinem Pflegesohn in Berlin. Konstantin, mein leiblicher Sohn, ist nach der Trennung bei seinem Vater in Frankfurt geblieben. Er macht genau wie dieser vor vielen Jahren am Flughafen eine Ausbildung als Logistiker mit dem Schwerpunkt Luftfracht. Konstantin hatte mich damals bestärkt, als ich den Entschluss fasste, nach Berlin zu gehen. Doch er wollte nicht mitkommen. Ich konnte das nur zu gut verstehen, weil er im Orient aufgewachsen war und jedes Mal, wenn er sich gerade irgendwo eingelebt hatte, seine gewohnte Umgebung wieder verlassen musste. Vorerst keine weiteren Umzüge in meinem Leben, sagte er kurz vor meinem Weggang nach Berlin. Ich komme nicht mit, das musst du verstehen. Ich war traurig und erleichtert zugleich. Ein neuer Anfang mit 2 heranwachsenden Söhnen wäre keine leichte Aufgabe gewesen. So bin ich mit David allein nach Berlin gegangen. Konstantin besuchte uns jedoch sehr oft. Im Stadtteil Charlottenburg haben wir eine wunderschöne, fast 100 Quadratmeter große Altbauwohnung im 4. Stock bezogen. 3 Zimmer, eine geräumige Küche und ein großes Bad. Die Mieten in Berlin sind erschwinglich. Viel habe ich nicht hierher mitgenommen. Meine alte arabische Truhe, ein paar Teppiche und Bücher. Alle anderen Möbel wie das Bett und das Sofa sind neu. Mein blau lackiertes Klavier konnte ich leider nicht mitnehmen, es war zu alt. In meiner Wohnung hängen überall großformatige Bilder an den Wänden, Bilder, die ich gemalt habe. Aber da ich David und mich nicht von meiner Malerei ernähren kann, verdiene ich den größten Teil des Lebensunterhalts mit dem Verkauf von Werbung für einen Fernsehsender, der in Berlin ansässig ist. Neben dem Wohnzimmer gibt es noch eine Art Abstellraum mit einem großen Fenster, durch das viel Licht einfällt. Dort male ich. Ich trage die Acrylfarben mit der Flasche direkt auf die Leinwand auf. Meist benutze ich kräftige Farben, die Farben des Orients. Vor meinem Schlafzimmer befindet sich ein Balkon mit schmiedeeisernem Geländer, auf dem ich meine alte, jetzt weiß gestrichene Bank aus dem Garten unseres früheren Hauses aufgestellt habe. Ich liebe es, hier zu sitzen und in den weiten Innenhof zu schauen. Dort wachsen Ahornbäume, die gerade grün werden. Es ist Frühling in Berlin und so schön. Die Arbeit ist der Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin. Doch ich wollte auch meinen Mann nicht mehr sehen, der, nachdem seine Affäre beendet war, immer wieder zu mir auf Besuch kam. Die Liebe war vergangen, verschwunden. Der Sturm der Gefühle hatte sie davongetragen. Ich hatte im Verlauf der Trennung den Respekt vor meinem Mann verloren. Zu rücksichtslos hatte er seine Söhne behandelt, war nur auf sich bedacht gewesen. Er hatte die Vergangenheit einfach ausradiert und nur noch seine Zukunft vor sich gesehen. Eine Zukunft, in der wir keinen Platz mehr fanden. David ist über eine lange Zeit hinweg immer lieb und höflich gewesen. Ich kam gut mit ihm zurecht. Er ist mein Ein und Alles und nun diese Hilflosigkeit, dieses erbärmliche Gefühl, dass mir wieder einmal der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich setze mich neben David aufs Bett, schiebe die leeren Schokoladenschachteln, die vielen Bonbonpapiere beiseite und schaue auf den zersplitterten Türrahmen. David sitzt still, den Blick fest auf den Boden gerichtet und rührt sich nicht. Wie eine Puppe, ohne Leben. Er sagt kein Wort, will einfach nicht mit mir reden. Ich schaue ihn an und wieder laufen mir Tränen übers Gesicht. »Hilf mir, Dave«, schluchze ich. »Bitte hilf mir doch.« Er hebt seinen Kopf nicht, sieht mich nicht an, murmelt aber leise. »Wie soll ich dir denn helfen, wenn ich mir selbst nicht helfen kann?« »Du musst endlich eine Therapie machen«, sage ich, »deine Vergangenheit aufarbeiten. Lass uns noch einmal zu einer anderen Drogenberatung gehen.« Er nickt stumm. Ich streiche ihm über den Kopf und verlasse das Zimmer. Irgendwann wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht, ziehe meine rote Lederjacke über, nehme Cleo, meine kleine weiße Malteserhündin, unter den Arm und gehe die vielen Treppen nach unten. Berlin ist so schön im Frühling. Berlin ist immer schön. Wenn man aus dem Hof herauskommt, steht man an einer 4-spurigen, vielbefahrenen Straße und gleich um die Ecke befindet sich seit geraumer Zeit das kleine Büro einer Drogenberatung. Ein Zimmer mit einem Schreibtisch und einem Sofa zum Sitzen. Mehr nicht. Ich war so oft hier, dass mich die Mitarbeiter schon für hysterisch halten. Einer der Berater ist ein ehemaliger Drogenabhängiger, Ende 30. Sein Haar ist lang und dunkel und er trägt einen Bart. Er war stark heroinabhängig und ist nun seit 2 Jahren clean. Unzählige Male habe ich neben ihm auf dem zerschlissenen Sofa gesessen und mit ihm geredet. Anfangs über David, später mehr über ihn selbst, über mich und unser beider Leben. Er erzählte mir einmal, dass es Momente gebe, in denen er noch immer nicht in der Lage sei, U-Bahn zu fahren, weil er Angst vor dem Einsteigen habe.
Aber es störe ihn nicht. Er sagte sich dann nur, dass heute eben ein schlechter Tag sei und morgen werde dann wieder ein besserer sein. Die Tür zur Beratungsstelle steht bei dem schönen Wetter offen. Als er mich kommen sieht, greift er rasch zum Telefon. Er hat kein Interesse daran, mit mir zu reden und dehnt das Telefonat endlos aus. Kiffen sei harmlos, findet er. Haschisch konsumiere doch fast jeder Jugendliche. Für ihn sind nur Heroin und Kokain gefährliche Drogen. Darum hat er mich immer belächelt, mich nie ernst genommen, genau wie all die anderen. Dave und ich sind inzwischen bei mehreren Drogenberatungen gewesen. In alle möglichen Stadtteile bin ich mit ihm gefahren, immer mit dem gleichen Ergebnis. Ihr seid doch so cool, beruhigten sie uns. Mutter und Sohn ein so gutes Team. Meistens waren es Ex-Junkies, die Schlimmes hinter sich hatten. Er kifft doch nur, dein Sohn kifft doch nur. Mensch, Hilde, mach dich doch nicht verrückt. Ich habe ihn geglaubt, diesen meist jungen Leuten mit ihren alten Gesichtern. Wenn die sich nicht auskannten, wer denn dann? Erleichtert bin ich immer wieder aus den Beratungsstellen herausgekommen, geradezu froh. Ich reagiere übertrieben, habe ich mir gesagt. Ich sehe alles zu schwarz. Und nun stehe ich wieder vor einer Drogenberatung, setze mich auf die Stufen der Treppe und warte. Der Drogenberater telefoniert weiter. Er schüttelt den Kopf, als ich ihn ansehe. Er hat zu tun, zuckt mit den Schultern. Keine Zeit heute, murmelt er in meine Richtung. Irgendwann wird es mir zu dumm. Ich habe verstanden, stehe auf und gehe langsam wieder zurück. Steige die steinernen Stufen hinauf und öffne die schwere Haustür. Der Boden im Eingang ist mit Mosaiksteinen ausgelegt. Ave steht in der Mitte gleich hinter der Tür. Die frische Luft hat mir gut getan. Die Angst hat sich verflüchtigt. Doch ich steige mit einem mulmigen Gefühl nach oben. Ich kenne die Leute, die hier wohnen, aber ich habe kaum Kontakt zu ihnen. Keiner kümmert sich hier um den anderen. Doch der alten Dame aus dem 2. Stock helfe ich hin und wieder die Treppe hinunter. Sie wohnt schon seit 50 Jahren hier. Manchmal erzählt sie mir, was sich hier alles zugetragen hat oder wie es während des Krieges hier war. Ihr Mann lebt seit langem nicht mehr, aber sie deckt noch jeden Tag den Tisch für ihn. Was für Geschichten unsere Wohnung wohl erzählen könnte. Als ich die Wohnungstür aufschließe, steht David mitten im Flur. Mein großer, hübscher Sohn mit seinen blauen Augen sieht er so unschuldig aus. Ich nehme ihn in den Arm, unterdrücke die aufsteigenden Tränen, ein Kloß im Hals. Was soll nur werden, frage ich ihn. David schaut mich an und antwortet, ich weiß es nicht. Ich nehme meinen Mut zusammen. Du kannst zertrümmern, was du willst, aber ich werde dir kein Geld mehr geben. Er schaut betroffen, zuckt trotzdem die Achseln und meint schließlich gleichmütig, ich gehe jetzt duschen. Bereits seit Wochen lege ich meine Geldbörse unter mein Kopfkissen und schlafe darauf. Heute Morgen hat David Geld von mir gewollt, er braucht es für die Schule, meinte er. Ich wusste aber gleich, dass das nicht stimmt. Als ich hart blieb, rastete er aus. Einen solchen Ausbruch hatte er zuvor noch nie gehabt. Aber früher hat er ja auch nicht so gekifft. Mittlerweile tut er das rund um die Uhr, schließt sich ein und raucht. Sobald er morgens die Augen aufmacht, ich rieche es durch die verschlossene Tür. Haschisch hielt ich eigentlich immer für harmlos. Ich habe in meinem Leben viele Menschen getroffen, die lieber Hasch rauchten, als Alkohol zu trinken, die sich lieber auf diese Weise entspannten und denen es nicht geschadet hat. Sie sind inzwischen Ärzte oder Lehrer, ganz solide Leute eben. Sogar Frank, mein Ex-Mann, raucht früher hin und wieder ein Joint. Er konnte sehr gut damit umgehen. Der Geruch von Haschisch ist mir vertraut, obwohl ich es selber nie ausprobiert habe. Ich trank immer lieber Wein. Wir haben viel getrunken in meiner Clique damals, als wir jung waren, und vielen hat der Alkohol geschadet. In Davids Zimmer habe ich vor kurzem ein schmales Glasgefäß mit einer breiten, länglichen Öffnung an einer Seite entdeckt. Es sah einer modernen Blumenvase sehr ähnlich. Ich hatte keine Ahnung, wozu es diente, bis ich im Fernsehen eine Reportage über Haschischkonsum sah. In diesem Beitrag kam auch ein solches Gefäß vor, eine sogenannte Bong. Es handelt sich dabei um eine Art Wasserpfeife, bei der die Wirkung des Haschisch durch die Art des Inhalierens weitaus stärker ist als bei einem Joint, erfuhr ich. Ich habe sie ihm weggenommen, vor seinen Augen auf den Boden geworfen und ihn anschließend die Scherben aufkehren lassen. Das hat ihn nicht beeindruckt. Bald darauf fand ich in seinem Kleiderschrank eine Limonadenflasche, die er zu einer Art Bong umfunktioniert hatte. Er hatte seitlich ein Loch in den Kunststoff geschnitten, einen Plastikschlauch eingesetzt und die Stelle danach mit einem Klebeband abgedichtet. Ich habe auch diese Flasche weggeworfen. Seit Dave anscheinend alles egal ist und er nicht mehr darauf achtet, seinen Drogenkonsum vor mir geheim zu halten, bekomme ich ihn oft morgens gar nicht mehr wach.
Als ich ihn vor ein paar Tagen wecken wollte, lag er wie bewusstlos mit offenem Mund inmitten seiner Süßigkeiten. Meine Angst war groß, denn er reagierte weder auf mein Rufen noch auf mein Schütteln. Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen und lief in die Küche, wo ich eine Kanne mit kaltem Wasser füllte. Ich schüttete ihm den gesamten Inhalt mitten ins Gesicht. Er hustete und öffnete schließlich die Augen, kam langsam zu sich. Nach diesem Vorfall fuhr ich trotz seines Protests mit ihm in die Schule und wartete, bis seine Klassenlehrerin, eine mütterliche, sehr sympathische Frau, Zeit für mich hatte. Sie bat mich und meinen Sohn in der großen Pause in eines der Sprechzimmer, wo sie uns beide prüfend anblickte. Dave war wie stets auch an diesem Tag wie aus dem Ei gepellt und schaute freundlich zurück. Man sah ihm nicht mehr an, in welchem Zustand er sich nur wenige Stunden zuvor noch befunden hatte. Es wurde wieder eines dieser Gespräche, wie wir sie schon so oft geführt hatten. Aber helfen konnte uns auch seine Lehrerin nicht. Man merkte ihr an, dass sie viel von David hielt. »Deine Leistungen sind mäßig im Verhältnis zu deiner hohen Intelligenz, David«, hatte sie milde gesagt, und er hatte verlegen dazu gelächelt. Als er an diesem Tag von der Schule nach Hause kam, versprach er mir wieder einmal, sich zu bessern und kein Haschisch mehr zu rauchen. Und das ist nun gerade einmal ein paar Tage her. Ich höre das Wasser in der Dusche laufen, gehe in die Küche und wärme Milch an. Mit einer Tasse Kakao setze ich mich an den großen Küchentisch, schaue aus dem Fenster in die grünen Bäume und denke nach. Mir fällt der Sonntag ein, den ich mit Inge am See, der nur wenig 100 Meter von meiner Wohnung entfernt liegt, verbracht hatte. Inge hatte mich an diesem Tag im letzten Sommer gleich morgens angerufen und fröhlich aufgefordert, komm, lass uns am See picknicken. Das Wetter war an diesem Sonntag herrlich gewesen, der Himmel so klar und blau. Wir hatten auf einer bunten Decke gelegen, den Schwänen zugeschaut, die im schilfgrünen Wasser schwammen. Später waren wir noch in einem Straßenlokal eingekehrt, hatten Nudeln mit Krabben gegessen und uns mit Fremden, die mit uns am Tisch saßen, unterhalten. In Berlin kommen ja alle Menschen immer gleich miteinander ins Gespräch. Eine wunderschöne Erfahrung für mich. Ich erinnere mich noch, wie ich mich gut gelaunt von Inge verabschiedet habe. Als ich dann zu Hause angekommen war, vermisste ich mein Handy und ich glaubte es auf der Wiese am See verloren zu haben. Also fuhr ich mit dem Auto wieder zurück und begann den Rasen, auf dem wir gelegen hatten, gründlich abzusuchen. Fand es aber nicht. Wieder zu Hause setzte ich meine Suche fort, leerte meine Handtaschen und auch die Taschen der Mäntel, die an der Garderobe hingen. David half mir beim Suchen. Doch das Handy war unauffindbar. Also ließ ich die Karte sperren, vollzog das übliche Prozedere der Neuanmeldung und ärgerte mich noch eine Weile über meine Unachtsamkeit. Ein paar Wochen nach dem Verlust meines Handys saß ich, während David in der Schule war, in seinem Zimmer am PC, dessen Bildschirm wesentlich größer ist als der meines Laptops, den ich normalerweise für meine Arbeit benutze. Cleo war während meiner Beschäftigung hinter das Fernsehgerät gekrochen und hatte sich in den vielen Kabeln verheddert. Als ich sie befreite, räumte ich auch gleich die Tüte weg, die zwischen den Kabeln gelegen hatte. Ich schaute hinein und bekam eine Gänsehaut. Zusammen mit dem Ladegerät lag mein Handy darin. Es funktionierte nicht mehr. Ich hatte es doch nicht mit zum See genommen, sondern zu Hause liegen gelassen. Mir wurde ganz übel. Und ich rauchte eine Zigarette nach der anderen, um meine Erregung etwas in den Griff zu bekommen, während ich in der Küche auf David wartete. Das Handy lag neben der Tüte vor mir auf dem Tisch. Endlich hörte ich die Wohnungstür aufgehen. »Kommst du mal bitte«, rief ich nach draußen. Als David hereinkam, schaute er mich nur flüchtig an und fragte, »Was gibt's zu essen?« »Hast du mir nicht etwas zu sagen?«, fragte ich ihn und deutete dabei auf das auf dem Tisch liegende Handy. Er gab mir keine Antwort. Ich bin ein impulsiver Mensch, der in einer solchen Situation nicht lange ruhig bleiben kann. Also erhob ich meine Stimme und schrie, »Wie kommst du an mein Handy?« Keine Ahnung, war seine Antwort. Dann verließ er die Küche und schloss sich in seinem Zimmer ein, wo er die Musik auf volle Lautstärke aufdrehte. Seine angebliche Ahnungslosigkeit machte mich noch wütender. Dieses »keine Ahnung« hasse ich wie die Pest. Es ist Davids Lieblingswort. Die Musik war so laut, dass man sie bestimmt noch mehrere Stockwerke unter uns hören konnte. Altbauten sind sehr hellhörig. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. War meinem eigenen Sohn gegenüber völlig hilflos. Schließlich stellte ich den Strom ab. Die Musik verstummte, aber David kam nicht aus seinem Zimmer heraus. Irgendwann am Nachmittag, vermutlich weil er Hunger hatte, war er dann bereit, mit mir zu reden. Er habe das Handy in unserem Briefkasten gefunden, erklärte er mir.
Jemand, der es gefunden habe, müsste es wohl dort hineingelegt haben. »Steht meine Adresse auf dem Handy?« fragte ich. Danach gab er die unterschiedlichsten Erklärungen dafür ab, wie das Handy in sein Zimmer gekommen sei. »Ich habe damit nichts zu tun«, war seine kategorische Antwort. »Und lass mich jetzt in Ruhe.« Nun rief ich alle seine Freunde an und fragte, ob sie etwas über den Verbleib meines Handys wüssten. Schließlich erfuhr ich von einem seiner Schulkameraden, dass Dave es auf dem Schulhof zum Kauf angeboten hatte. Er sei zu ihm gekommen, habe in seinem Beisein alle meine Nummern gelöscht und den Preis mit ihm ausgehandelt. Das Handy war jedoch nicht mehr voll funktionstüchtig gewesen, weshalb sein Freund es dann auch nicht mehr kaufen wollte. Zu einem solchen Verhalten gehören Kaltschnäuzigkeit und eine gewisse kriminelle Ader, sagte ich ernst zu David, der stumm vor mir stand. Während ich auf ihn einredete, verzog er keine Miene. Meine Tiraden beeindruckten David nicht. Seine Schweigsamkeit, dieses für mich unverständliche, sture Verhalten, nachdem er mich bestohlen hatte, machte mich wütend, deprimiert und fassungslos. Irgendwann, als ich erschöpft innehielt, nahm er meine Hand, schaute mich traurig an und sagte, »Mom, bitte, Mom, hör auf zu reden. Es tut mir ja leid.« Er legte sein Handy vor mir auf den Tisch und meinte, zur Strafe verzichte ich vorerst darauf. Ich weiß wirklich nicht, was mich geritten hat. Nach diesem unschönen Ereignis benahm sich mein Sohn vorbildlich. Unser Zusammenleben verlief wieder in normalen Bahnen. Der Kakao vor mir auf dem Tisch ist längst kalt geworden. Auf der Oberfläche hat sich eine Haut gebildet. Das Wasser in der Dusche läuft noch immer. Hätte mir das gestohlene Handy zu denken geben müssen? Aber Davids Benehmen war danach tadellos gewesen. Es hatte keinen Grund gegeben, ihm weiter zu misstrauen. Ich nippe an dem lauwarmen Kakao und erinnere mich an jenen darauffolgenden Nachmittag, an dem das Telefon klingelte und ein Polizist mich bat, auf ein Polizeirevier zu kommen, weil David zusammen mit einigen anderen Jungen dort verhaftet worden war. Ich fühlte mich, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen, und ich dachte, ich würde ohnmächtig, aber der Polizist sagte im breiten Berlinerisch, »Regen Sie sich nicht auf.« Es war ein kalter, scheußlicher Tag gewesen, draußen regnete es heftig. Völlig kopflos zog ich mir den langen Ledermantel an, der an der Garderobe hing. Ich erinnere mich noch an meinen Ärger darüber, denn während ich im Laufschritt die 72 Stufen der Treppe hinunterhastete, trat ich mir immer wieder auf den Mantelzaun und war beinahe gestürzt. Viel zu schnell hetzte ich mit dem Auto durch den dichten Verkehr zur genannten Polizeidienststelle. Schließlich betrat ich mit klopfendem Herzen die nüchterne Wache. Dort empfing mich ein untersetzter, älterer Polizist mit grauem Schnurrbart in seinem gutmütigen Gesicht und bat mich um meinen Ausweis. Nachdem er ihn geprüft hatte, erklärte er mir den Sachverhalt. Die Polizei hatte mehrere Jungen, darunter auch Dave, dabei überrascht, als sie in einem Park Haschisch rauchten. Sie waren dann in Handschellen abgeführt, in eine Zelle gesperrt und gründlich durchsucht worden. Mit Ausnahme von Mario, der mit meinem Sohn dieselbe Klasse besuchte, kannte ich keinen der Jungen. Der Polizist wies mich eindringlich darauf hin, dass David zwar nicht beim Rauchen erwischt wurde, er aber davon überzeugt sah, dass David sich der Droge wohl nur geschickter entledigt hatte als die anderen. Ich fand den Polizeibeamten äußerst anmaßend, erwiderte aber auf seinen Vortrag nichts. Schließlich holte er meinen sichtlich zerknirschten Sohn und entließ ihn mit der Ermahnung, »Kickst du in Zukunft besser, mit wem du umgegangen hast.« Erleichtert verließen wir das Polizeirevier. Auf der Rückfahrt war mein Sohn im Gegensatz zu sonst plötzlich sehr redselig. »Mom, das musst du mir glauben, ich kiffe nicht«, beteuerte er. »Wieso bist du dann mit Jungen zusammen, die Drogen nehmen?« fragte ich ihn vorwurfsvoll. »Die meisten kiffen, Mom«, sagte er trotzig. »Wenn ich mir nur Freunde ohne Probleme aussuchen dürfte, hätte ich keine.« Das war einleuchtend. Auch ich hätte mir früher entgegen dem Willen meiner Eltern die unmöglichsten Freundinnen ausgesucht. Weil es gegen David kein gerichtliches Verfahren wie gegen die anderen Jungen gab, dachte ich schon bald nicht mehr daran. Der kalt gewordene Kakao schmeckte mir nicht mehr. Als ich ihn in den Ausguss der Spüle schütte, kommt Dave frisch geduscht in die Küche und fragt, »Hast du was dagegen, wenn ich mich ein wenig an den Computer setze?« »Natürlich nicht«, antworte ich ihm. »Aber ich möchte, dass du vorher dein Zimmer wieder in Ordnung bringst. Lass bitte deine Tür offen und schließ nicht wieder ab.« Mit einem Kopfnicken verlässt er den Raum und ich wandere in meinen Gedanken erneut zurück in die Vergangenheit. Warnzeichen gab es genug. Warum hatte ich meine Augen nur so fest verschlossen? Und wann habe ich erstmals bemerkt, dass David mir Geld gestohlen hatte?
Ich war schon oft unsicher gewesen, ob nicht etwas fehlte, aber ich zählte das Geld in meinem Portemonnaie nie nach. Eines Tages jedoch hatte ich an einem Geldautomaten mehrere 100 Mark gezogen, war danach sofort nach Hause gegangen und hatte zu arbeiten begonnen. Dave hatte wie so oft am Computer gesessen. Stundenlang war ich am Schreibtisch in meine Arbeit vertieft gewesen, bis Cleo mich mit ihrem Winseln an ihren allabendlichen Rundgang um den Block erinnerte. Ich nahm also Leine und Geldbörse und drehte meine gewohnten Runden um die Häuser des Viertels. Auf dem Rückweg kaufte ich an einer Straßenecke beim Türken für uns Falafel und bemerkte beim Bezahlen, dass in meinem Portemonnaie 100 Mark fehlten. Geschockt, aufgeregt und verwirrt eilte ich zurück in meine Wohnung. Noch völlig außer Atem vom Treppensteigen rief ich David zu mir. »Keine Ahnung, wo du dein Geld gelassen hast«, antwortete er frech auf meine Frage nach der fehlenden 100 Mark. »Ich habe es jedenfalls nicht.« »Außer dir und mir war aber doch sonst den ganzen Tag niemand in der Wohnung«, erwiderte ich böse. »Ich hab dein Geld nicht«, brüllte er mich an. Es nahm mir den Atem, denn ich begriff, dass mich mein eigener Sohn bestohlen hatte. Da ich es ihm jedoch nicht beweisen konnte, sagte ich nichts mehr, war von nun an aber auf der Hut. Es ist kein schönes Gefühl, in den eigenen vier Wänden die Geldbörse nicht mehr frei herumliegen lassen zu können. Noch weniger, wenn man dem eigenen Kind nicht mehr vertrauen kann. Es ist das Schlimmste, was einem passieren kann.